weniger Stress, mehr Gelassenheit im Alltag, harmonischere Beziehung, mehr Weisheit, Erleuchtung. Mit dem Geist den Geist beobachten. Die 3 Säulen der Achtsamkeit. Du willst entspannt mit Stress umgehen? Du findest Gelassenheit sympathisch? Du wünschst dir eine gute Beziehung zu dir selbst und zu anderen? Du willst wissen, wie du deinen Mind darauf programmieren kannst? Dann bist du hier richtig, denn in diesem Video lernst du nicht nur, wie du es vermeidest, ein Mindful zu sein, sondern auch, wie du stattdessen dein Mind smart benutzen kannst. Oder in anderen Worten, wie du mindful sein kannst. Bist du bereit für diese Erleuchtung? Dann let's go! Mit Augen, Ohren, Nase, Mund und Körper nehmen wir unsere Umgebung wahr und erschaffen in uns ein inneres Abbild der uns umgebenden Welt. Wenn du das Video Wie real ist Realität gesehen hast, dann weißt du bereits, deine Sinnesorgane erfassen nicht die Welt, wie sie wirklich ist. Sie verbinden lediglich die äußere physikalische Realität mit deiner subjektiven Wirklichkeit. Du siehst nicht die Realität, du erlebst das Ergebnis der Interpretation deines Gehirns. Diese Interpretation entscheidet über die Bedeutung, die du erkennen kannst und die Meinung, zu der du gelangst. Kannst du wahrnehmen, wie in dir deine Meinung zu etwas entsteht? Kannst du wahrnehmen, wie in dir deine Wahrnehmung entsteht? Wenn du das Video Wie erkenne ich Wahrheit gesehen hast, dann weißt du bereits, dass so etwas wie eine absolute Wahrheit überhaupt nicht existiert. Platons Höhlengleichnis veranschaulichte in diesem Video, dass Menschen so ziemlich alles für die Wahrheit halten können, was man sich vorstellen kann. Der Sturm auf das Kapitol durch Trumps Anhänger ist nur eines von vielen Alltagsbeispielen dafür, was Menschen alles für Wahrheit halten können. Die zahlreichen Verschwörungsglauben rund um die Corona-Pandemie liefern Unmengen weiterer solcher Beispiele. Das Problem mit der Wahrheit ist, dass sich Wahrheit aus der eigenen Perspektive heraus immer richtig anfühlt. Sonst würden wir das, was wir für wahr halten, ja nicht für wahr halten, oder? Das, was du als Wahrheit empfindest, ist lediglich deine subjektive Wirklichkeit, die in dir entsteht, wenn dein Gehirn die objektive Wirklichkeit, die dich umgibt, interpretiert. Wie es die objektive Wirklichkeit interpretiert, hängt allerdings davon ab, wie viel dein Gehirn über die objektive Wirklichkeit weiß und an welche intersubjektiven Wirklichkeiten es glaubt. Dein Film, der bei diesem unbewussten Prozess auf der Leinwand entsteht, fühlt sich sehr real und wahr an. Bist du dir darüber bewusst, dass du nicht dieser Film bist, sondern die Leinwand, welche den Film ermöglicht? Auf der Leinwand entstehen im Alltag permanent neue Bilder, Gedanken und Gefühle. Wenn wir Nachrichten lesen, wenn wir mit anderen Menschen interagieren, wenn wir über die Vergangenheit oder Zukunft nachdenken. Doch ist dir klar, dass du nicht deine Sinneseindrücke, Gedanken und Gefühle bist, sondern dass du welche hast? Manchmal entstehen auf der Leinwand angenehme Bilder. Manchmal aber auch leidvolle. Wie gehst du mit deinem Film auf der Leinwand um? Ein Großteil unseres Leids kommt daher, dass wir wollen, dass die Bilder auf der Leinwand andere sind, als sie tatsächlich sind. Mindful sein bedeutet, dass das, was auf der Leinwand ist, da sein darf. Es bedeutet zu akzeptieren, was ist. Dies darf aber auf keinen Fall mit Gleichgültigkeit verwechselt werden. Es bedeutet auch nicht, dass du gut findest oder duldest, was geschieht, sondern du akzeptierst es, weil es schon da ist. Es geschieht bereits. Es hat sich bereits als Bild auf der Leinwand manifestiert. Jegliche Form von Ärger oder Groll wird das Bild nicht mehr von der Leinwand entfernen. Und weil Ärger alles noch Ärger macht, lautet das erste Gesetz der Schöpfungsmathematik: What is gleich is. Akzeptanz von dem, was ist, ermöglicht es uns, die Bilder auf der Leinwand mit einer freundlichen und offenen Haltung zu beobachten, anstatt uns von negativen Emotionen vereinnahmen zu lassen. Negative Emotionen vermindern unsere kognitiven Fähigkeiten. Positive Emotionen hingegen weiten unseren Blick und lassen uns neue Lösungsansätze erkennen. Mindful sein bedeutet also zu erkennen, dass du nicht der Film bist, sondern die Leinwand. Du bist auch nicht die Gedanken und Emotionen, die in dir kommen und gehen. Du bist die Leinwand, auf der dieser Film abläuft. Dieser fundamentale Perspektivwechsel weg von Ich bin die Erfahrung hin zu Ich bin das Bewusstsein, das jetzt gerade diese Erfahrung erlebt, ist der Schlüssel, um mindful zu sein.
Die führende Achtsamkeitsforscherin der modernen Psychologie, Shona Shapiro, nennt diese der Achtsamkeit zugrunde liegende Art der Wahrnehmung Re-Perceiving, was so viel bedeutet, wie deine Wahrnehmung wahrzunehmen. Oder wie der Buddha es formulierte, mit dem Geist den Geist beobachten. In der buddhistischen Psychologie wird das Wahrnehmen der Wahrnehmung auch als Gewahrsein oder Buddha-Natur bezeichnet. Diese Fähigkeit wohnt jedem Menschen inne, genauso wie das aufrechte Gehen. Wir müssen unsere Buddha-Natur allerdings trainieren, um sie nutzen zu können. Genauso wie wir den aufrechten Gang als Kind auch erst lernen mussten. Um zu lernen, wie wir nun mindful sein können, macht es Sinn, die 3 Säulen der Achtsamkeit separat anzuschauen. Die erste Säule ist die Absicht. Sie erinnert uns daran, warum wir überhaupt mindful sein wollen. Sie hilft uns dabei, genau zu erkennen, was uns wirklich wichtig ist, um was es uns eigentlich geht. Sie ist unser Leitstern im Alltag, unser True North. Wer das Video Was sind Emotionen gesehen hat, der weiß, wie leicht wir im Alltag einem Schlangenirrtum unterliegen können. Unsere Überlebensschaltkreise lösen eine emotionale Reaktion aus, obwohl gar keine körperliche Gefahr droht. Wenn uns dies geschieht, dann kann es passieren, dass wir den Raum zwischen Reiz und Reaktion nicht mehr erkennen, die Leinwand mit dem Film verwechseln, uns ärgern und uns als Opfer der Umstände fühlen. In solchen Momenten kann dich deine Absicht daran erinnern, dass du die Leinwand bist und nicht der Film. Deine Absicht erinnert dich daran, um was es dir eigentlich geht, wofür du achtsam sein möchtest. Dies kann alles Mögliches sein. Zum Beispiel eine bessere Gesundheit durch weniger Stress, mehr Gelassenheit im Alltag, eine liebevollere oder harmonischere Beziehung zu einem anderen Menschen, mehr Weisheit bis hin zur Erleuchtung, was in der buddhistischen Tradition die Absicht darstellt. Es spielt keine Rolle, was deine Absicht ist. Hauptsache, du hast eine Absicht, die dein Herz berührt. Das Erinnern an die Absicht, was du wirklich willst, ermöglicht dir die entscheidende Pause zwischen Reiz und Reaktion. Dann kannst du deine Wahrnehmungen aus der Leinwandperspektive wahrnehmen und dich wieder mit deinem Herzen verbinden und entscheiden, wie du reagieren möchtest. Aufmerksamkeit ist die zweite Säule der Achtsamkeit. Sie übt und stabilisiert unseren Geist darin, im gegenwärtigen Moment zu verweilen. Denn eines ist klar: Um den Raum zwischen Reiz und Reaktion wahrzunehmen und dich wieder an deine Absicht zu erinnern, musst du auch da sein, sprich deine Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt haben. Sonst verpasst du, was jetzt gerade in dir passiert, welche Emotionen und Gedanken auf der Leinwand kommen und gehen, und du bemerkst nicht, wie diese dein Handeln beeinflussen. Wer das Video Woher kommen Gedanken gesehen hat, der weiß, dass wir jeden Tag bis zu 60.000 Gedanken denken, dass ein Großteil davon wiederkehrende Gedanken sind und dass uns die meisten dieser Gedanken überhaupt nicht bewusst sind. Forscher haben herausgefunden, dass ein untrainierter Mind knapp die Hälfte der Zeit nicht da ist, sondern sich in der Vergangenheit, der Zukunft oder ganz woanders aufhält. Leben findet aber nur jetzt statt. Sei deshalb hin und wieder auch da. Dieselben Forscher haben auch herausgefunden, dass Menschen glücklicher sind, die mit ihrem Mind im Hier und Jetzt bei der Sache sind. Selbst wenn die Sache etwas ist, das ihnen eigentlich gar nicht so viel Freude bereitet. Der Effekt war so beeindruckend, dass sie ihren Fachartikel A Wandering Mind is an Unhappy Mind genannt haben. Was immer wir tun, ob wir es nun lieben oder nicht, wir sind am glücklichsten und effektivsten, wenn wir ganz präsent bei der Sache sind. Und nur wenn wir da sind, können wir uns an unsere Absicht erinnern. Die dritte Säule der Achtsamkeit ist die innere Haltung. Während es bei der zweiten Säule darum geht, ob du da bist, geht es bei der dritten Säule darum, wie du da bist. Um mindful zu sein, ist eine freundliche und offene Haltung gegenüber deinem Film auf der Leinwand wichtig. Diese innere Haltung hilft dabei, die Dinge klar zu sehen und um gegenüber dir selbst und anderen mitfühlend reagieren zu können. Wenn wir hingegen urteilen und beschämen, statt freundlich und neugierig zu sein, dann aktivieren sich die Überlebensschaltkreise unseres limbischen Systems und unser Urteilsvermögen verengt sich auf das vermeintliche Problem. Ärger macht dann alles noch ärger. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes blind für das, was ist, und können nicht mehr wirkungsvoll reagieren. Unser Mind ist voll von Vorstellungen, was jetzt gerade im Film auf der Leinwand anders sein müsste. Wir glauben, der Film zu sein und vergessen, dass wir die Leinwand sind. Im schlimmsten Fall werden wir zum Mindful. Wer die Videos Was sind Emotionen und Woher kommen Gedanken gesehen hat, der weiß, dass diese emotional impulsiven Reaktionen aus gutem Grund Teil unseres evolutionären Erbes sind. Sie helfen uns dabei, wenn wir körperlicher Gefahr ausgesetzt sind, wenn uns zum Beispiel eine Schlange angreift. Ist die Gefahr jedoch psychologischer Natur, was in unserem modernen Leben viel häufiger der Fall ist, dann kann solch ein emotionaler Handlungsimpuls auch zu Schaden führen.
Dies muss aber nicht sein. Denn genauso wie du deinen Körper trainieren kannst und sich dadurch deine Atmung und dein Herzschlag verbessern, genauso kannst du auch deinen Mind trainieren und dadurch deinen Mindset so verändern, dass du es immer häufiger schaffst, deinen Film aus der Leinwandperspektive, aus einer freundlichen und offenen Haltung heraus zu betrachten. Hast du Lust zu lernen, wie das geht? Du musst hierfür gar nicht so viel tun, denn du kannst Achtsamkeit in deinem Alltag einfach so nebenbei trainieren. Im Alltag kommen und gehen die Bilder auf der Leinwand oft sehr schnell. Dadurch kann es leicht passieren, dass wir ohne es zu bemerken automatisch reagieren. Achtsamkeit lässt einen Moment der Pause zwischen dem Reiz und der Reaktion entstehen. Diese Pause gibt uns den Raum, die jeweilige Situation mit Klarheit zu betrachten und eine Entscheidung zu treffen, wie wir auf sie reagieren möchten. Wer das Video Was sind Emotionen gesehen hat, der kennt bereits das Zitat des Psychologen und Holocaust-Überlebenden Viktor Frankl. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Versuche ab sofort jede negative Emotion in dir wahrzunehmen. Ab sofort erinnerst du dich jedes Mal, wenn du Ärger, Wut, Scham, Angst, Schuld oder ähnliches in dir spürst, an diesen Elefanten. Er möchte dich freundlich daran erinnern, eine achtsame Pause zu machen, bevor du reagierst. Er will dir sagen, du bist nicht der Film, du bist die Leinwand. Ärgere dich nicht. Der rosafarbene Emotionselefant hilft dir, da zu sein und mitzubekommen, dass auf der Leinwand gerade eine unangenehme Emotion abgespielt wird. Dann kannst du dich an deine Absicht erinnern und dich fragen, was dir jetzt gerade wirklich wichtig ist. Indem du das, was gerade auf der Leinwand zu sehen ist, akzeptierst und aus einer freundlichen und offenen Haltung heraus anschaust, kannst du den Raum zwischen Reiz und Reaktion nutzen, um die Reaktion zu wählen, die deiner Absicht dient. Achtsamkeit ist also vereinfacht gesagt ein intelligenter Zustand innerer Wachheit mit einer freundlichen inneren Haltung gegenüber dem, was ist, und einer bewussten Absicht, wofür ich achtsam sein möchte. Absicht, Aufmerksamkeit und innere Haltung sind aber keine aufeinanderfolgenden Schritte oder Phasen. Sie greifen ineinander und helfen uns in jedem Moment des Lebens klar zu sehen und weise zu reagieren. In dieser Playlist habe ich dir alle Videos zusammengestellt, die in diesem Video erwähnt wurden. Und die andere Playlist beinhaltet inspirierende Videos zum Thema Achtsamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like dalässt. Abonniere den Kanal, wenn dich diese Themen interessieren. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Bis dahin, bleibe bewusst und folge der Freude. Cheers!